Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen in Nas Küche. In meinem allerersten Kochvideo möchte ich euch ein chinesisches Leibgericht vorstellen, die gebratenen Tomaten mit Rührei. Wer Meeresfrüchte mag, kann die Garnelen noch hinzufügen. Ich finde, Tomaten und Garnelen sind einfach füreinander geschaffen. Das ist eine tolle Geschmackskombination. Die Zutaten sind einfach. Wir brauchen Tomaten, Eier, Lochzwiebeln und optional noch die Garnelen und Knoblauchzehen. So legen wir los. Ich habe eine große Fleischtomate und 2 Rispentomaten ausgesucht. Es gibt 2 Methoden, die Tomaten zu schälen. Die Rispentomaten schäle ich einfach mit dem Messer. Die Tomaten vierteln, den Strunk abschneiden, dann schälen, weiter in Grobstück schneiden. Das geht schon schnell. Diese Rispentomaten sind aus der Region, haben einen aromatischen Geschmack. Ich habe sie ein paar Tage noch zu nachreifen gelassen. Sie sind schon saftig. Daraus bekommt man schöne Soße. Jetzt schälen wir die Fleischtomate. Die Fleischtomate reinritzen, ca. 40 Sekunden mit dem kochenden Wasser blanchieren. Dann direkt mit dem kalten Wasser abschrecken. Die Schale löst sich fast von alleine. Dann die Tomaten halbieren. Den Strunk entfernen. Auch in Grobstück schneiden. Die Fleischtomaten sind in der Konsistenz etwas fest. Sie haben nach Kochen noch Biss. Das brauche ich genau. Die Lauchzwiebeln erstmal in 2 Hälften schneiden, dann die beiden Teile separat in dünne Scheiben schneiden. Die Knoblauchzehen mit dem Messerrücken zerdrücken, dann fein schneiden. Ich habe die gefrorenen Riesengarnelen bei Discounter gekauft. Sie sind ohne Kopf mit Schale und entdarmt. Wir machen nur noch die Schale schnell weg. Hier ist es wichtig, dass die Garnelen nicht gekocht sind. Rohe Garnelen geben der Sauce mehr Geschmack. 3 oder 4 Eier in die Schüssel geben, dann aufschlagen. Die Pfanne erhitzen, dann einen Schuss Sonnenblumenöl in die Pfanne geben und verteilen. 10 Sekunden warten. Die Eiermasse reingießen. Die festen Stücke an den Rand langsam schieben und die Pfanne kurz schwenken. Das vermeidet die Überhitzung, damit das Rührei zart und fluffig bleibt. Jetzt noch schnell aus der Pfanne. Wieder einen Schuss Öl in die Pfanne geben und verteilen. Die weiße Hälfte von Lauchzwiebeln in der Pfanne anschwitzen. Tomaten reingeben, umrühren. Mit halb Teelöffel Salz und 1 Teelöffel Zucker abschmecken. Also, die Pfanne zu schwenken ist kein Show-Effekt. Es dient dazu, das Bratgut schnell zu wenden, damit alles gleichmäßig gegart werden. Das Rührei noch dazugeben und wenden. Zum Schluss noch die grüne Hälfte von Lauchzwiebel rein. Das bringt den frischen Lauchgeschmack rein. Dient auch zu garnieren. Jetzt können wir das Gericht servieren. Das Gericht ist eine chinesische Hausmannskost. Der süß-saure Geschmack kommt bei Groß und Klein gut an. In China hört man bei jungen Leuten häufig, ich kann gar nicht kochen. Außer gebratenen Tomaten mit Rührei. Tja, aller Anfang ist schwer. Aber ich hoffe, dass das Gericht für euch ein leichter Start ist.
und das Video eure Leidenschaft fürs Kochen geweckt hat. Wenn es euch gefällt, abonniert mich, schau mal, wo meine kulinarische Reise hinführt. Nassküche, chinesische Küche, halb original.